Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch das berühmte Schmetterling-Oberteil. So schaut der aus. Also der besteht auf jeder Seite aus zwei Schmetterlingsflügeln praktisch. Schmetterlingkörper habe ich extra gearbeitet und ich habe dann die Schnürung auf jeder Seite ganz oben eingearbeitet. Auf dem großen Teil habe ich hier unten die Schnürung eingearbeitet und auf den kleinen Teilen habe ich die Schnürung mittig eingearbeitet. Man kann ausprobieren, also ob man das hier ganz an der Spitze macht. Also ich habe es hier mittig gearbeitet, die Schnürung. Da kann man aber schauen, wie es einem am besten passt. So, hier kann man, also ich habe da von BH diese Polster eingearbeitet, mit Stoff vernäht. So schaut es bei mir auf der Innenseite aus. Das kann man machen, muss man aber nicht. Ich habe das aber so gemacht. So schaut es bei mir aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Für dieses Oberteil habe ich Baumwollgarne verwendet. In der Lauflinie 115 Meter, 50 Gramm. Und passenden Haken dazu verwenden. Ich habe da Haken Nummer 3 verwendet. Auf der Banderole steht jetzt, ich sehe jetzt keine Angabe. Auf jeden Fall habe ich für dieses Oberteil, für kleinere Größen reicht bestimmt, von der Größe XS bis M, reichen 150 Gramm aus. Bei größeren Größen würde ich schon mehr Wolle verwenden, dann ruhig noch 50 Gramm dazu rechnen. Für ganz kleine Größe XS reichen vielleicht auch 100 Gramm Wolle aus. Dieses Oberteil habe ich ungefähr für die Größe 75D, also Körbchengröße ist bei mir jetzt eigentlich recht groß, also diese, die ich gehäkelt habe. Genau, das ist die Originalgröße. Wie man das anpasst, habe ich das im Video auch erklärt. Auch für kleinere Körbchengrößen kann man das Oberteil häkeln. Also der Schmetterling wird von der Mitte aus gehäkelt. Erst häkeln wir die beiden Flügel auf der einen Seite und dann die beiden Flügel auf der anderen Seite. Und den Schmetterlingkörper habe ich extra gehäkelt. Ich beginne mit einem Fadenring, dazu gehe ich unter den Haken, ziehe diesen hoch und drehe den Haken einmal komplett um. Jetzt halte ich hier unten den Faden fest und häkle eine Luftmasche. Und diese Masche oder diesen Ring verwende ich dann als Fadenring. Jetzt beginne ich mit 3 Luftmaschen und häkle in den Fadenring ein Stäbchen. Umschlag in den Ring einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch. Und nochmal ein Stäbchen. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und in den Fadenring 3 Stäbchen. Also nochmal Umschlag, in den Fadenring einstechen, ein Stäbchen häkeln, dann nochmal in den Fadenring das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. Zwei Luftmaschen. In den Fadenring 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und nochmal häkle ich in den Fadenring 3 Stäbchen.
So schaut es aus bis jetzt. So, jetzt häkle ich hier. Wir müssen normalerweise hier 2 Luftmaschen häkeln. Ich häkle jetzt ein Stäbchen. Also Umschlag in die dritte Luftmasche von unten steche ich ein, hole den Faden und häkle ein Stäbchen. Jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Und hier, wo die Luftmaschen sind, da steche ich ein und häkle das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. 2 Luftmaschen und in dieselbe Stelle steche ich ein und häkle nochmal 3 Stäbchen. So, jetzt häkle ich eine Luftmasche. Dann hier bei den 3 Stäbchen in das mittlere Stäbchen häkle ich ein Stäbchen. Eine Luftmasche. So, und jetzt bin ich bei den nächsten Luftmaschen hier. Da häkle ich jetzt 5 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und in dieselbe Stelle häkle ich 3 Stäbchen. So schaut es aus. Also wir haben hier jeweils diese 2 Luftmaschen und auf der Seite auch diese Bögen mit 2 Luftmaschen. Da haben wir jeweils 3 Stäbchen gehäkelt. In die Mitte haben wir ein Stäbchen und in den nächsten Bogen 5 Stäbchen und dann 3 Stäbchen. So, jetzt wende ich die Reihe. Jetzt bewege ich mich mit den Kettmaschen bis zu diesem Bogen. Also ich steche hier nicht in die erste, sondern in die mittlere Masche. Praktisch von hinten steche ich ein, hole den Faden und ziehe durch beide Schlingen durch. Dann steche ich in die nächste Schlinge ein, in das letzte Stäbchen, das dritte, hole den Faden und ziehe durch die andere Schlinge durch. Und jetzt gehe ich hier in den Bogen einstechen, Faden holen, durch die Richte durchziehen. Jetzt beginne ich mit 3 Luftmaschen. Jetzt häkle ich 2 Stäbchen. So. Und jetzt häkle ich eine Luftmasche, man kann auch 2 Luftmaschen häkeln. Je nachdem, wie man häkelt. Wenn man fest häkelt, kann man 2 Luftmaschen häkeln. Wenn man locker häkelt, kann man dann auch eine häkeln. So, jetzt haben wir hier diese 5 Stäbchen. Also wir sind hier, also ich habe ein Teil schon gehäkelt. Wir haben hier 5 Stäbchen und daraus entsteht dann das Körbchen selbst. Na? So, jetzt häkeln wir an diesen 5 Stäbchen in jedes Stäbchen jeweils 2 Stäbchen. Also aus 5 haben wir dann 10 Stäbchen. Also wie gesagt, in jede Masche steche ich zweimal ein und häkle in jede Masche dann, in der Vorrunde steche ich jeweils 2 Stäbchen und dann haben wir hier 10 Stäbchen gehäkelt.
Also in jeder Masche 2 Stäbchen. Jetzt häkle ich eine Luftmasche. Hier haben wir mittig ein Stäbchen, da stiche ich ein und häkle ein Stäbchen. Eine Luftmasche. So, jetzt sind wir auf der Seite, wo der zweite Flügel ist. Das ist der oberste Flügel, das ist der unterste. Diese 3 Maschen, daraus entsteht dann der Flügel. Also wir haben jetzt hier diese 3 Maschen. Da häkle ich auch jeweils in jede Masche 2 Stäbchen. Also statt 3 habe ich dann 6 Stäbchen. Also in jeder Masche einmal einstechen, ein Stäbchen und nochmal einstechen, das zweite Stäbchen. Und in die dritte Masche auch 2 Stäbchen. Jetzt häkle ich eine Luftmasche und hier in den Bogen häkle ich 3 Stäbchen. So schaut es aus. Jetzt wende ich die Reihe und beginne genau auf die gleiche Art und Weise. Also diese Umrandung häkeln wir immer gleich, auch auf der Seite. Also und zwar, ich bewege mich mit den Kettenmaschen bis zu den Luftmaschen. Also hier in das mittlere Stäbchen hinten steche ich ein, hole den Faden und ziehe durch beide Schlingen durch. In die zweite Masche einstechen und dann gehe ich in den Bogen rein, hole nochmal den Faden und ziehe durch die rechte Schlinge durch. Und jetzt häkle ich 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, jetzt häkle ich eine Luftmasche. Und jetzt haben wir diese 6 Maschen. Jetzt häkle ich in jede zweite Masche jeweils 2 Stäbchen. Also ich häkle in die erste Masche 2 Stäbchen. In die nächste Masche häkle ich bloß nur ein Stäbchen. In die nächste Masche 2 Stäbchen. Und in die nächste Masche ein Stäbchen. In die nächste Masche 2 Stäbchen. Und in die nächste Masche ein Stäbchen. Also ich habe jetzt hier insgesamt 9 Stäbchen gehäkelt. In die Mitte, das wiederholen wir immer, eine Luftmasche, in das Stäbchen ein Stäbchen, eine Luftmasche. Und hier auf der Seite, hier, da häkeln wir auch in jede zweite Masche jeweils 2 Stäbchen. Also ich beginne mit 2 Stäbchen, das erste und das zweite Stäbchen in dieselbe Stelle, in die nächste Masche ein Stäbchen, in die nächste Masche 2 Stäbchen und so weiter. Also in jede zweite Masche der Vorrunde eine Masche zu nehmen. So, also ich habe jetzt insgesamt 16 Maschen. In die letzte Masche häkle ich 2 Stäbchen. Dann habe ich insgesamt 16 Maschen. Jetzt eine Luftmasche und 3 Stäbchen hier in diese Luftmasche einstechen und 3 Stäbchen häkeln. Also hier am Ende, das bleibt immer gleich. Also 3 Stäbchen häkeln wir am Ende der Reihe und am Anfang häkeln wir, wenden wir die Arbeit und häkeln erstmal die Kettmaschen. Die erste, die zweite und die dritte. Dann 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen.
eine Luftmasche. Die 5. Runde häkle ich jetzt spiegelverkehrt, weil ich jetzt bereits das 2. Teil häkle. Deswegen fängt bei mir erstmal das kleinere Flügelteil an. Und 2 Stäbchen. So, eine Luftmasche. Und jetzt häkle ich hier in jede 3. Masche jeweils eine Maschenzunahme. Also in das erste Stäbchen häkle ich 2 Stäbchen. Dann in das nächste ein Stäbchen, in das nächste auch ein Stäbchen. Also hier habe ich 2 und dann 2 Stäbchen. Und jetzt Maschenzunahme. Dann wieder 2 Stäbchen und eine Maschenzunahme. Und dann 2 Stäbchen. Ich habe jetzt insgesamt 12 Maschen gehäkelt. Also in jede 3. Masche eine Maschenzunahme. So, Mitte häkeln wir nach Muster, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche. So, auf der breiteren Seite, da wo der Flügel breiter ist, da häkle ich in jede 2. Masche noch eine Maschenzunahme. Also in die erste Masche häkle ich Maschenzunahme, ein Stäbchen, jetzt eine Maschenzunahme, ein Stäbchen und so weiter. Also ich habe hier Maschenzunahme gehäkelt, 2 Stäbchen, ein Stäbchen, Maschenzunahme, ein Stäbchen, so dass wir insgesamt auf 24 Maschen kommen. So, ich habe jetzt insgesamt 24 Maschen. Also hier bei dem großen Bogen, ich häkle für eine recht große Körbchengröße. Da kann man die Maschenzunahme individuell anpassen. Man kann mehr oder weniger Maschen zunehmen. Aber ich denke, das würde auch für kleinere Größen passen eigentlich. Muss man halt ausprobieren. Ich kann jetzt nicht genau sagen, also ich zeige euch später, wie es dann passt. Von der Körbchengröße, man kann einen BH dazu nehmen, was euch gut passt und sich an dem BH auch so ein bisschen orientieren. So, wie gesagt, man kann hier entweder mehr oder weniger Maschen zunehmen, damit das Ganze ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner wird. So, ich habe jetzt die 24 Maschen gehäkelt, jetzt eine Luftmasche und 3 Stäbchen. Die nächste Runde beginne ich wieder mit Kettmaschen, wie bis jetzt, mit 3 Kettmaschen. Dann 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. 2 Stäbchen in diese Luftmaschen. So. So, jetzt häkle ich die 6. Runde. Bei dem großen Bogen häkle ich in jede 4. Masche eine Maschenzunahme. Also in die erste Masche häkle ich 2 Stäbchen, also Maschenzunahme, dann 3 Stäbchen. Eine Maschenzunahme.
Also ich habe mittig jeweils 3 Stäbchen gehäkelt und dann hier die Maschenzunahme in die nächste Masche. Jetzt wieder 3 Stäbchen. Und eine Maschenzunahme. Und so weiter. Also ich habe hier jetzt insgesamt 30 Stäbchen gehäkelt. So, in der Mitte häkle ich wieder gleich, also eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche. Und bei dem kleinen Bogen häkle ich in jede 4. Masche eine Maschenzunahme. Also in die erste Masche häkle ich Maschenzunahme, dann 3 Stäbchen, eine Maschenzunahme, und 3 Stäbchen, so dass wir insgesamt auf 15 Stäbchen kommen. So, wir haben jetzt den Bogen aus 15 Stäbchen. Jetzt eine Luftmasche. Hier steche ich ein und häkle 3 Stäbchen. Ich wende das Ganze. So, und beginne wieder mit 3 Kettmaschen. Und 3 Luftmaschen. Und 2 Stäbchen. So, in der 7. Reihe mache ich jede 5. Reihe, Masche meine ich, eine Maschenzunahme, so dass ich insgesamt auf 36 Maschen komme und auf der Seite 36 Maschen bei dem großen Bogen und bei dem kleinen Bogen mache ich auch in jede 5. Masche Maschenzunahme, dass ich auf 18 Maschen komme. Also erst den kleinen Bogen, in jede 5. Masche und dann bei dem großen Bogen genauso in jede 5. Masche häkle ich eine Maschenzunahme mit 36 Stäbchen. Es geht genauso wie die Reihen davor. Also so schaut es bis jetzt aus. Die nächsten 2 Reihen häkle ich alles nach Muster ohne Maschenzunahme. Also ich beginne genauso wie bis jetzt mit 3 Kettmaschen, dann 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Eine Luftmasche und jetzt häkle ich in jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen jeweils. Hier auch nach Muster, auf die Seite auch in jedes Stäbchen ein Stäbchen und hier am Rand wie bis jetzt mit einer Luftmasche und 3 Stäbchen. Dann wende ich das Ganze und häkle dann die 2. Reihe, auch alles nach Muster ohne Maschenzunahme. Wenn man diese 2 Reihen gehäkelt hat, dann machen wir Folgendes. Wir machen die Maschenzunahme nur hier am Anfang. Also ich habe diese 3 Maschen schon gehäkelt, eine Luftmasche und jetzt mache ich die Maschenzunahme nur bei dem ersten Stäbchen, häkle ich 2 Stäbchen, also eine Maschenzunahme, dann häkle ich alle Stäbchen und bei der letzten Masche
häkle ich auch eine Maschenzunahme. Also nur in die erste und in die letzte Masche Maschenzunahme. Bei dem kleinen Bogen genauso. In die erste und in die letzte Masche Maschenzunahme häkeln. Rest wie bis jetzt alles nach Muster häkeln und wir häkeln dann insgesamt 5 Reihen weiter. Mit dieser Maschenzunahme vorne und hinten am Bogen. In die erste und in die letzte Masche. Insgesamt 5 Reihen. Also ich habe jetzt insgesamt 14 Reihen gehäkelt und ab der 15. Reihe häkeln wir die beiden Teile getrennt. Und ich wollte euch jetzt an einem BH zeigen, wie man zum Beispiel eigene Größe so ein bisschen abschätzen kann. Also es ist jetzt Größe 75D. Also wenn ich dieses Teil dran lege, also die Linie sollte gerade sein, also nicht so gebogen. Also es ist dann schon tiefer als hier dieses Teil. Wenn ich das dran lege, da bin ich hier bei diesem Rand, hier der Rand, der oberste Rand. Da bin ich etwa eine Reihe über diesem Rand habe ich gehäkelt. So schaut es bei Größe D dann aus. Und jetzt schauen wir mal bei den kleineren Größen. Das ist jetzt zum Beispiel 70A. So, und das lege ich auch da dran. Also bei dem BH würde ich auf jeden Fall etwas weniger Maschen hier zu nehmen, damit es nicht so ganz in die Breite geht. Und von der Linie hier, da bin ich bestimmt, ich schaue gleich. Also wir brauchen das nicht so weit zu halten. Also ich habe BH-Rand jetzt etwa hier. Das heißt, ich bin dann mindestens 3 Reihen über diesem Rand. Das ist zu viel, also eine Reihe würde dann reichen. Ich würde dieses Teil mindestens um 2 Reihen kürzen. Und zwar, ich würde hier dann weniger Reihen häkeln. Wir haben hier jetzt insgesamt 14 Reihen und dann würde hier dann auch 12 Reihen zum Beispiel reichen. Also ich würde den BH hier ungefähr in 3 Teile aufteilen, diesen Bogen, und hier 2 Drittel würde ich für dieses Teil häkeln. Und das letzte Drittel, da häkeln wir dann getrennt. Also ich habe hier zum Beispiel ein Drittel, nochmal ein Drittel, haben wir alles zusammen gehäkelt und das dritte Drittel häkeln wir dann getrennt. Genauso bei den kleinen Größen dann aufteilen und so kann man sich auch daran orientieren, wie hoch man dieses Teil häkelt. Und wie gesagt, wir häkeln jetzt dieses oberes Teil getrennt von dem unteren. So. Und es ist bei mir jetzt so, dass ich gerade eigentlich bei dem unteren Teil mit meinem Faden bin. Und da fange ich jetzt erstmal mit dem unteren Teil. Also ich beginne genauso, wie wir das bis jetzt gemacht haben. So, jetzt. Mit den Kettmaschen bewege ich mich nach links. Erste Kettmasche, zweite Kettmasche und die dritte Kettmasche. Und jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Und in dieselbe Stelle 2 Stäbchen.
So, und bei dem Teil nehmen wir jetzt die Maschen ab auf den Seiten, und zwar ich häkle 3 Maschen zusammen. Ein Umschlag, in die erste Masche stiche ich ein, hole den Faden, die ersten 2 Schlingen durch. Ich habe davor eine Luftmasche vergessen. Eine Luftmasche erstmal. Also nochmal. So, dann nochmal Umschlag, in die zweite Masche einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Und noch einmal ein Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 4 Schlingen auf dem Haken, alle 4 Schlingen durch. Und dann häkle ich alle weiteren Stäbchen ganz normal in jedes Stäbchen der Vorreihe einfach ein Stäbchen häkeln. Und dann kommen wir hier auf der Seite an. Also ich bin jetzt bei den letzten 3 Maschen und dann nehme ich auch die Maschen ab. Also Umschlag, in die erste Masche einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, einen Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Wir haben jetzt 4 Schlingen auf dem Haken, alle 4 Schlingen durch. Eine Luftmasche. Jetzt haben wir hier diese Luftmaschen, da steche ich ein und häkle 3 Stäbchen. So, jetzt wende ich das Ganze und ich bewege mich wieder mit 3 Kettmaschen nach links. Erste, zweite und die dritte Kettmasche. Dann 3 Luftmaschen und hier steche ich ein und häkle 2 Stäbchen, da wo die Luftmasche ist. Also den Rand häkeln wir genauso wie auf der anderen Seite. Jetzt auf der Seite auch. Und jetzt häkeln wir wieder die Maschenabnahme. Das machen wir in jeder Reihe, bis wir praktisch alle Maschen abgenommen haben. Also auf die gleiche Art und Weise. Also hier steche ich ein in die erste Masche, die ersten 2 Schlingen durch, dann die zweite Masche und die dritte Masche. 4 Schlingen auf dem Haken, alle 4 Schlingen durch. So, und jetzt häkle ich Stäbchen, bis ich auf der anderen Seite ankomme und 3 Stäbchen übrig bleiben. So, am Ende der Reihe nehme ich wieder die Maschen ab. So, 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch. So, jetzt häkle ich eine Luftmasche und da kann man noch eine Luftmasche häkeln, also sonst haben wir kleineren Abstand hier. Kann man, muss man aber nicht. So, und jetzt häkle ich hier auch wiederum 3. Nee, ich glaube, ich mache es doch nicht, also ich mache ganz normal eine Luftmasche, die passt dann. Ein bisschen lockerer. So, und 3 Stäbchen. Und das Ganze wiederholen wir. Wie gesagt, wir nehmen die Maschen ab in jeder Reihe, bis wir praktisch keine Maschen mehr haben. So, hier steche ich auch ein, eine Kettmasche und dann 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, und die ersten 3 Maschen zusammen häkeln, dann mittleren Stäbchen, die letzten 3 Maschen zusammen und diese 3 Stäbchen Rand häkeln. So schaut das Ganze dann bei uns aus. Und wie gesagt, wir nehmen so weit alle Maschen ab, bis wir dann hier oben 6
Stäbchen ungefähr haben und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt hier 4 Maschen übrig. Wenn es 6 Maschen sind, kann man ganz normal 3 und 3 zusammen häkeln. Ich habe jetzt 4, also ich häkle jetzt die ersten 2 Maschen zusammen. Also wie bei 3 Maschen genauso. Und die zweiten 2 Maschen häkle ich auch zusammen. Also die erste Masche, dann die zweite Masche und alle 3 Schlingen habe ich jetzt durch. Und den Rand häkle ich genauso. Erstmal eine Luftmasche und 3 Stäbchen. So, dann häkle ich wiederum das gleiche. Mit 3 Kettmaschen bewege ich mich nach links. Und nochmal die dritte Kettmasche. Beginne mit 3 Luftmaschen und häkle 2 Stäbchen. Und dann überspringe ich hier die Mitte und häkle hier auch diese Randmaschen mit 3 Stäbchen. Obwohl ich häkle da zwischen eine Luftmasche. So eine Luftmasche und hier, da wo wir den Rand bis jetzt gehäkelt haben, da häkle ich jetzt 3 Stäbchen. Jetzt wende ich alles und jetzt mache ich wie bis jetzt. Ich bewege mich wieder mit 3 Kettmaschen, häkle 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, so schaut es dann aus. So, jetzt sind wir mit beiden kleinen Flügeln fertig. So schauen die aus. Und dann häkeln wir noch den großen zu Ende. Bei dem großen Flügel häkeln wir ab der Ecke noch 6 weitere Reihen. Eigentlich genauso wie wir das bis jetzt gehäkelt haben, indem wir hier am Rand noch eine Masche zunehmen. Also ich beginne dann hier. Also ich beginne dann hier auf der Seite, da wo wir diese 2 Luftmaschen haben. Da stiche ich nochmal ein, hole den Faden und beginne mit 3 Luftmaschen. Und häkle 2 Stäbchen. So, das ist der Rand, wie auf der Seite auch. Jetzt häkle ich eine Luftmasche und den Rest nach Muster. In das erste Stäbchen häkle ich immer 2 Stäbchen und ansonsten in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Also weiterhin am Rand Maschenzunahme häkeln. Am Ende der Reihe häkeln wir genauso den Rand mit 3 Stäbchen. Und dann wenden wir uns wie bis jetzt und häkeln dann wiederum am Rand in die erste Masche 2 Stäbchen. Also wir nehmen weiterhin noch Maschen zu und häkeln insgesamt noch 6 Reihen auf diese Art und Weise. Also wenn eine Seite komplett fertig ist, häkeln wir die zweite Seite genauso wie die Seite. Also praktisch auf der Seite häkeln wir dann. So. Wir beginnen genau gleich. Und zwar, ich habe hier
diese Luftmaschen. Da stiche ich ein und häkle dann, nehmen wir den Faden, 3 Luftmaschen. So, und dann häkle ich 2 Stäbchen. Eine Luftmasche. So, jetzt müssen wir darauf achten, wir haben hier das obere Flügel. So, jetzt häkeln wir hier 5 Stäbchen. So, also weil wir hier auch 5 Stäbchen gehäkelt haben, häkeln wir oben auch 5 Stäbchen, damit der große auch auf der Seite entsteht. So, jetzt häkeln wir eine Luftmasche und da haben wir jetzt diese 3 Stäbchen. In die Mitte, in das mittlere Stäbchen häkle ich ein Stäbchen, eine Luftmasche. Und jetzt habe ich hier die nächsten 2 Luftmaschen. Da häkle ich jeweils 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und nochmal 3 Stäbchen. So schaut es aus. Und jetzt wiederholen wir das Ganze. Ich wende jetzt die Arbeit und häkle die zweite Reihe, wie ich das bereits gezeigt habe. Also hier bewege ich mich erstmal mit den Kettmaschen nach links. Dann da bei der Luftmasche, eine Luftmasche, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Eine Luftmasche. Und jetzt häkle ich aus 3 Stäbchen 6 Stäbchen. Also in jede Masche jeweils 2 Stäbchen häkeln. Und 6 Maschen habe ich jetzt gehäkelt. Eine Luftmasche, in die Mitte in das Stäbchen ein Stäbchen, eine Luftmasche und hier haben wir 5 Stäbchen. Jetzt häkeln wir in jede Masche jeweils 2 Stäbchen und dann haben wir 10 Stäbchen. Eine Luftmasche und hier in die Luftmasche häkle ich 3 Stäbchen. So. Und den Rest, wie gesagt, häkeln wir genauso, wie ich das schon am Anfang gezeigt habe. Also damit man das ist andersrum jetzt. Also dann haben wir den großen Flügel da, den kleinen.
Und dann, das ist jetzt 1, 2, 3, ab der 4. Reihe dann weiter häkeln. Also ich habe jetzt hier diese großen Flügel gehäkelt. Wie gesagt, hier habe ich jetzt, da wo wir aufgetrennt haben, 6 Reihen gehäkelt. Man kann da die Breite aber anpassen, mehr oder weniger Reihen häkeln. So, jetzt zeige ich euch, wie man die Schnüre häkelt. Also ich mache die Schnüre auf alle 3 Spitzen, also bei dem großen Flügel auf beiden Seiten und auch bei dem kleinen Flügel, da häkle ich auch welche. Ich steche hier in die Spitze ein, also da wo wir die letzten Maschen gehäkelt haben. So, irgendwo einstechen. Jetzt hole ich mir den Faden, ziehe diesen durch und jetzt steche ich noch in eine zweite Stelle ein, hole den Faden und habe jetzt wie feste Masche, häkle beide Maschen durch. So, jetzt mache ich Folgendes. Wir haben vorhin diese 2 Maschen rausgezogen. In die linke Masche steche ich jetzt nochmal ein, hole den Faden, ziehe diesen durch. Jetzt habe ich wieder 2 Schlingen, beide Schlingen durch. Und so gehe ich auch weiter vor. Also wir haben hier in der Vorreihe praktisch 2 Schlingen. In die linke Schlinge steche ich ein, hole den Faden, 2 Schlingen, beide Schlingen durch. Jetzt wieder in die linke Schlinge einstechen, Faden holen, beide Schlingen durch. Also nicht so fest häkeln, sonst kommt ihr hier nicht mehr so gut durch diese Schlingen. In die linke Schlinge einstechen, Faden holen, beide Schlingen durch. Und so entsteht so eine Schnürung. Und so dann gewünschte Länge häkeln. So schauen die Schnüre aus. So, und dann kommt nur noch, also es ist so, dass ich diesen Schmetterlingskörper extra gehäkelt habe. So schaut der bei mir aus. Also die meisten Oberteile, da häkelt man sofort irgendwas, aber das hat mir nicht so gut gefallen, deswegen wollte ich Schmetterlingskörper einfach extra häkeln. Da muss ich noch Fädchen verarbeiten. Und so schaut der bei mir aus. Und das machen wir jetzt auch zusammen. Jetzt häkeln wir mit euch zusammen diesen Körper. Für den Körper, ich beginne mit einem Fadenring. Dazu gehe ich mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch und drehe einmal den Haken um, halte hier den Faden fest und häkle die erste Masche. Und diese Masche verwende ich dann als Fadenring. Jetzt beginne ich mit 3 Luftmaschen und häkle in die erste Masche das erste Stäbchen. Also Umschlag, in die Masche einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Die zweiten 2 lasse ich so auf dem Haken. So, jetzt mache ich Umschlag für das zweite Stäbchen, hole den Faden, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt für das dritte Stäbchen die ersten 2 Schlingen durch und für das 5. die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 5 Schlingen auf dem Haken, ziehe durch alle 5 Schlingen den Faden und jetzt häkle ich eine Luftmasche. Und unten ziehe ich auch zusammen. So, das ist das erste Element hier. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen und das Ganze wiederholen wir. Also hier häkle ich dann schon mal 8 Stäbchen, zusammen umgemaschte Stäbchen. Also Umschlag, hier in die Schlinge haben wir
hier oben drauf. Da steche ich ein und hole den Faden die ersten 2 Schlingen durch. Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Umschlag. Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Alles in dieselbe Stelle. Und so auf diese Art und Weise, also häkeln wir insgesamt, also wir haben 3 Luftmaschen und 7 Stäbchen. Das Ganze wiederholen wir. Immer einen Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Nochmal und dann noch eine. So. Und jetzt hole ich durch alle Schlingen den Faden durch und häkle eine Luftmasche. So, das ist das zweite Element. Jetzt häkeln wir das dritte. So, jetzt häkle ich hier wieder 3 Luftmaschen und wiederhole das Ganze. Umschlag, hier oben in die Schlinge einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Und jetzt häkle ich hier statt 8, man kann so 10 Stäbchen häkeln. Man kann einfach auch selber schauen, wie viele Stäbchen man häkeln möchte, wie es von der Form am besten passt. Man kann, also ich habe jetzt, das ist der Kopf, für den Körper habe ich dann praktisch 4 Stück gehäkelt. Man kann auch bloß nur 3 häkeln, das kann man auch machen. Also ich habe das jetzt so gemacht. So, 6 Stäbchen habe ich jetzt. 7, 8 und noch 2. 10 und jetzt durch alle Schlingen durch und eine Luftmasche. So, bei dem nächsten, das ist das größte, da häkle ich Doppelstäbchen. Also ich beginne dann mit 4 Luftmaschen, mache 2 Umschläge, in diese Querschlinge wieder einstechen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch. 2 Umschläge, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch. 2 Umschläge, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Und so kann man eigentlich beliebig viele Stäbchen häkeln. Also ich versuche es gleich wieder mit 10. Man kann auch 12 Stäbchen vielleicht häkeln, wenn es ein bisschen größer sein sollte. Also ich habe jetzt 10 Stäbchen, ich finde, das reicht auf jeden Fall. Und jetzt ziehe ich durch alle Schlingen durch und eine Luftmasche. Und jetzt häkle ich für den Kopf wieder was Kleineres mit 5 Stäbchen, das reicht auf jeden Fall. Also ich beginne mit 3 Luftmaschen und in die Schlinge ein Stäbchen, die ersten 2 Schlingen durch. Nochmal 2 Schlingen durch, nochmal 2 Schlingen durch, so 4 und nur das 5. Stäbchen, also genauso wie bis jetzt mit Stäbchen, die zusammen abgemaschten Stäbchen häkeln und jetzt alle Stäbchen zusammen und eine Luftmasche. So, jetzt häkle ich hier diese Teile. Einfach ein paar Luftmaschen, 5 Luftmaschen. Jetzt mit den Kettmaschen bewege ich mich wieder zurück. Also in die zweite Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte durch. In die nächste Luftmasche steche ich ein,
hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte durch. Und in die nächste Masche einstechen und in die nächste. So, jetzt steche ich hier nochmal mittig ein und häkle auch eine Kettmasche. Jetzt häkle ich wieder 5 Luftmaschen und bewege mich wieder mit Kettmasche nach unten. In die zweite Kettmasche steche ich ein, meine Luftmasche und häkle eine Kettmasche, in die nächste Luftmasche einstechen, eine Kettmasche und so weiter. Zack. Und die 4. Kettmasche. Jetzt kann man das hier unten vielleicht noch mal verbinden, irgendwo einstechen, nochmal eine Kettmasche häkeln. So schaut es aus. Den Faden abschneiden und verarbeiten. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe hier das Teil mit den Fädchen. So, wir schauen gleich, wo das ist. Also hier sieht man bei mir die Fädchen. Ich habe das richtig nochmal so, man kann es ein bisschen zusammenziehen mit dem Faden, wenn man es hier zum Beispiel jetzt zusammenziehen würde. So einen Faden nehmen, hier zusammenziehen. So, dann haben wir ein bisschen mehr auch Fülle hier im Kopf zum Beispiel, auch hier. Und hier habe ich das gemacht an 2 Stellen. Und jetzt dann Fädchen hier abschneiden und das Teil hier dran befestigen. Also auf der linken Seite einfach dann zusammenbinden. Man sieht bei mir auch noch die Knoten. Dann genau das gleiche hier, ein paar Mal umwickeln und dann mit dem Faden einfach anbringen da und befestigen. Und dadurch habe ich auch so ein bisschen mehr Fülle hier. Also wenn ich hier nochmal zusammen umwickle, und zusammenziehe, so, dann kann ich hier ein bisschen schaut es ein bisschen büschiger aus. Ne? Also wie gesagt, hier zwischen Kopf und dem zweiten Element und zwischen diesen 2 Elementen hier auch noch zusammenziehen und dann einfach an dieses Teil dran binden. Das war's. So schaut dann das Teil aus. Dann wären wir eigentlich soweit auch fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus. Abonniert meinen Kanal. Ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal.